Mahlzeit. Ich muss aber leiser machen, die Scheiße. Oh. Seid ihr auch so nicht gespannt wie ich? Das wird mit Sicherheit nichts Besonderes werden. Ach ja. Ey. Wird das von selber wieder laut. Ich kann euch sagen, ich bin hier auf der Suche gerade nach meinem Impfpass, ey. So eine Scheiße. Ah, ein bisschen sehr hell, ne? Ich habe den gehabt, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob den irgendwie verschludert oder sowas. Ja, ja. So, das könnte schon reichen. Tja, sag doch mal einer, wo ich ihn hingelegt habe, die Scheiße. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Verfickte Kacke. Indoor-Kind, endlich mal. Endlich mal bist du dabei. Mhm. Wir warten jetzt mal auf die Leute. Wir warten auf die Leute. Oder nicht auf die Leute, wir warten auf die Microsoft-Kollegen. Da wird mit Sicherheit so richtig low. Und das interessiert nachher keine Sau. Pass mal auf, irgendwie sowas wird das sein. So, Viewers, Alertbox, Chatbox, alles online. Ach ja. Husten habe ich auch. Ich sterbe. Hallo. Ja, ich kann euch schon mal sagen, für die den Kanal kennen, es stehen, glaube ich kann ja mal auf die Schnelle gucken. Es stehen 1, 2, 3, 4, 5 Videos mittlerweile sogar in der Pipeline. Ja, 5 Videos in der Pipeline. Alles mal ein bisschen anders. Die technischen Themen kommen erst wieder so, also die richtig technischen Themen kommen erst in 2 Wochen wieder. Ich musste jetzt ja schließlich, oder muss jetzt gerade mal schließlich so Überbrückungsvideos bringen. Für die wieder so dumm fragen. Ach ja. Wird doch dasselbe wie Windows 10 mit Updates, oder? Ja, keine Ahnung, das werden wir ja sehen, was das wird, ne? Ich vermute aber viel mehr, dass, ja, wie soll ich sagen, dass wir hier nichts Großartiges gleich hier zu sehen bekommen. Ich vermute viel mehr, ja, ihr habt ja gesehen, was wir gesehen haben. Es war ein Facelift und vielleicht 2, 3 Dinge, die irgendwie vielleicht noch neu sind, die man gar nicht so richtig mitbekommen hat, aber so richtig an viel mehr glaube ich auch nicht. Keine Ahnung. Also jedenfalls glaube ich da nicht, ne? Glauben heißt nicht wissen. Übersetzt du den Stream? Naja, zumindest das, was ich irgendwie verstehen kann, was ich irgendwie durchrede, ne? Ich kommentiere es zumindest und anhand von dem Kommentar kann man doch mit Sicherheit vielleicht was herauslesen, ne? Dominik Gar, mehr Optimismus. Ich gebe mir Mühe. Ja. Wenigstens ist die Musik von denen leicht angenehm. Ja. Ganz ehrlich, eigentlich, auch wenn ich jetzt mit Optimismus rangehen wollen würde, da kann sich nicht viel getan haben, ne? Das ist, also es sah sehr verdächtig nach Windows 10 aus mit nur ein bisschen Trallabumsti dran. Naja, werden wir gleich sehen. Wir lassen uns einfach überraschen. Ja, ja. Ach, guck mal, da machen einige Livestreams, so wie ich jetzt gerade hier. Da gibt Heise macht gerade einen Livestream. Da wollen doch die Leute doch lieber hier zu mir auf den Kanal kommen. Das ist viel interessanter, oder? Definitiv. Windows on Windows. 208 Windows on Windows, habe ich noch nie gehört. Bestimmt ein englischer Kanal, ne? Ja, ein englischer Kanal. Hier könnt ihr mal kurz sehen. Hier gucke ich gerade, wer da so live ist. Und wenn man hier auch wahrscheinlich auf Live geht. Aktuelle Live-Inhalte.
CNET Highlights ist da auch da. Ja, ansonsten... Ja. Ich habe immer noch nicht mein Monitorproblem hier gelöst und ich bin mir immer noch nicht im Reinen damit, was für ein Monitor jetzt sein soll und wie das Ganze aufgebaut ist. Mittlerweile denke ich eher, ich sollte dann doch lieber 2 normale hinstellen und einen Hochkanten, denn den Hochkanten kannst du wenigstens noch benutzen für anständig Dokumente oder wenn du was programmierst, also für irgendwelche Notepads als Beispiel, ist das wahrscheinlich angenehmer, aber naja. Wissen tue ich nicht, ne? Wird wohl wieder der gleiche Mist. Ich bleib bei Linux. Lies Optimismus mal rückwärts. Sumsimipo. Sumsimipo? Was? Wann kann man endlich alles stabil auf Linux zocken? Dann kann man endlich von Windows weg. Das wird niemals passieren. Ich glaube, Windows hat sogar Teile von Linux drin und andersrum, glaube ich, irgendwie auch oder so. Da liest du immer mal wieder was. Aber diese Kompatibilität, das wirst du niemals hinkriegen, weil die Abhängigkeiten einfach zu groß sind mit, was weiß ich, was .NET und dann das nächste dann mit irgendwelchen DirectX und Grafikkartentreiber und. Du musst die Hardware richtig ansprechen, das funktioniert einfach nicht. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, das muss eigentlich auch gar nicht sein für die Zockerei. Ach ja, das muss einfach alles nicht sein mit der ganzen Zockerei da auf der Linux-Kiste. Ja, nö, deswegen bin ich ja gar nicht böse drum. Ich finde einfach, dass unsere Linux-Betriebssysteme, die wir haben, für unsere Server bestens geeignet sind. Und ich habe teilweise echt Instanzen laufen. Die laufen seit 8 Jahren. Ich habe sogar, ein System, das ist ungepatcht. Ja, das läuft einfach, ne? Das läuft einfach tadellos. Wirklich. Also, da kann ich nichts sagen. Ah ja, guck mal, da schreibt einer, er hat sogar den ganzen Tag Windows 11 bei sich laufen gehabt. Naja, vielleicht werden sie uns ja irgendwas sagen. Und ganz ehrlich, wisst ihr, worauf ich hoffe? Oh, jetzt kommt ein anderer Ton. Ne, doch nicht. Ah, jetzt haben sie da oben eine Einblendung drin. Seht ihr das da oben? Da oben. 5 Minuten noch. Dann kann ich jetzt meinen 17 Uhr hier ausblenden. Klick. Ja, nee, ich vermute... Was wollte ich jetzt gerade sagen? Jetzt habe ich wieder vergessen. Ihr bringt mich immer voll außer Fassung. Achso, ich vermute trotzdem, dass die das announcen, dass das gar nicht Windows 11 ist oder sowas, sondern vielleicht wieder unter irgendeinem Codename, denn rein theoretisch, wenn wir wieder von dem ursprünglichen ausgehen, sind wir ja wieder bei dem Thema schlecht, gut Windows. Windows 10 ist einfach eins von den guten und dann müsste Windows 11 von den schlechten wieder sein. Wir kennen es, ne? Das fing alles mit Windows XP an, super. Dann kam dieses Windows Vista, das war, dann kam Windows Vista, das war die richtige Rotze. Dann kam Windows 7, super gut, lange Zeit genutzt, wird heute noch genutzt von vielen, ne? Leider auch out of support mittlerweile. Dann kam diese Windows 8 Scheiße, hat keine Sau interessiert, das war einfach nur richtig kacke. Und dann kam Windows 10, wieder super. Also, laut dem Rhythmus müsste es einfach große Scheiße sein. Ich sage nur, laut dem Rhythmus. Ja, wenn es nur ein gepimptes 10er ist und nichts Neues, dann, ja. Aber laut dem Rhythmus müsste es so sein. Ja. Was haben wir denn? 91 Zuschauer, ich bin begeistert. Für mitten am Tag ist das schon schön. Windows 11 ist macOS auf Wish bestellt. Ach ja. Naja. Ach ja. Guck mal, das sind jetzt andere Uhrzeiten. Für die mich quasi live noch nicht gesehen haben, lasst mal ein Abo da. Warum denn nicht, ne? Lasst doch einfach mal ein Abo da. Hier gibt's immer nur guten Content bei mir. Also, drückt auf den scheiß Abo-Knopf jetzt. Mann, verdammte Hacke.
haben wir denn noch? 3 Minuten. 3 Minuten. Könnte ich eigentlich nur mal kurz kacken gehen, ne? Gerade fast Feierabend gemacht. Gibt später wieder einen Talk auf dem Discord? Ja, vielleicht. Ich muss auf jeden Fall mal irgendwie noch was essen und so. Ich bin auf jeden Fall gleich auf dem Discord. Ja, also früher oder später, sagen wir mal so rum. Ja. Ach ja. Ja, es gab nur die eine Version. Also wer die Version nochmal haben will, also den Download, ich kann dann einfach nochmal bei mir im Discord in den Allgemeinchat schreiben. Ich schreibe den mal da rein, jetzt gerade. Dann habt ihr den, falls ihr den nochmal haben wollt. So. Bam! Also wer den Download nochmal haben will, im Allgemeinkanal, auf meinem Discord-Kanal, Channel, wie auch immer, steht der Download-Link nochmal. Auch wenn ich es nicht machen darf, illegal. Oh, der kam richtig brüderlich von Herzen. Da guck mal, da ist schon der erste Abonnent. Läuft doch. Es hat noch 2 Minuten. Also mit wir, nee, ist das Normale, was es im Internet gab, die ISO. Jetzt ist wieder direkt interessant, jetzt gucke ich direkt mal eben auf meine PFSense drauf. Wahrscheinlich macht die PFSense sofort wieder und schießt jetzt gerade mit dem mit dem Traffic wieder durch die Decke. Oh, Ton weg. Okay, der Livestream hängt sich jetzt gerade direkt erstmal zu Tode. Das bin nicht ich diesmal. Ausnahmsweise mal nicht. Na, läuft wieder. Ach, es sind nur wenig. Der will eh schon ein Windows 11 Bashing. Ja, ich glaube auch, das wird hier viel mehr ein Bashing als ein Warum rülpsen? Ja, weil die Luft irgendwo raus muss. Was soll ich machen? Wenn die Luft raus muss, muss die raus. Und wenn man das mit Ton machen kann, dann mache ich das mit Ton, ne? Es gibt 2 Versionen. Einmal die für Dev Insider und einmal die geleakte. In Dev Insider kommt man nur rein, wenn man geschäftlich unterwegs ist. Okay. Hätte sogar ein Image, wo mehrere Edition drin waren, aber es war dasselbe Bild. Ja. Ah ja, werden wir es gleich sehen, ob wir da kriegen. Ja, 40 Megabyte gehen gerade durch die PFSense durch. Ach ja. Richtig. Hab deinen Kanal erst heute neu entdeckt. Ja, Jamie, dann hast du ja einiges zu tun, ne? Alles. Oder heißt alles, das ist falsch, aber viele interessante Sachen. So, wir entspannen uns jetzt und wir gucken jetzt mal, was in 15 Sekunden da jetzt kommt. Oder ob wir enttäuscht werden. Ich hoffe, die Lautstärke passt gleich, ne? Wenn ihr mir sagt, dass es nicht der Fall ist. Oh, 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 es geht los, es geht los. Good morning. Good evening, good afternoon, wherever you may be in the world, welcome. I'm so thrilled you're able to join us today. I feel both honored and truly humbled. Okay, es lädt schon. Super, fängt schon direkt gut an. Hallo. Na toll, fängt direkt an hier zu puffern. Ich krieg die Krise, ey. Machen wir halt nochmal. Ja, wahrscheinlich greifen gerade ungefähr 1 Trillion Menschen darauf zu. Läuft! Läuft! Oh, Microsoft, ihr seid die Helden, ey. As we assembled as a team, and actually as we came together as a company, and thinking about the beginning of the next generation of... Oh, ich krieg jetzt die Krise schon wieder, ne? For me... Ah, das hat, aber Heise hat's auch das Problem. Ich habe gerade mal geguckt. On the history of Windows. And as we as a team Heise hatte gerade auch das Problem. Designing its future, it keeps bringing me back. It keeps. Oh, ey Microsoft, kann das euer Witz sein? Streamt doch sowas auf YouTube, da geht doch wenigstens sowas. Oh, ey, alter Vater, ernsthaft Microsoft. It's reminding me. This is my home. Ah, da wohnt er. This is a photo of the house I grew up in, and it's the place that my parents, they still live today. Da wohnen er und seine Eltern. It's changed, it's been renovated. Still, to this day, the minute I step inside, it feels right. It feels familiar. You know, it feels like home. Das Bild steht schon wieder. Aha, er fühlt sich also da in dem Haus irgendwie zu Hause.
Ja, ja. Der Stream von denen kackt gerade völlig ab. Ich habe gerade mal eben hier bei Heise bei denen im Stream geguckt, da stürzt bei denen auch gerade reihenweise ab. Überall kackt er da. Mobile getestet. Naja, ich gucke gerade in den Heise-Stream, bei denen ist auch alles schade, komplett wenn tot. Microsoft es nicht im Griff kriegt. Aber ich erinnere mich an eine Apple Keynote, da ist auch alles drunter und drüber gegangen, weil die Auf Heise sagen sie auch gerade. So Komm, dann machen wir da. Auf Heise machen sie auch gerade schon. quasi in seiner eigenen Geht Keynote gar nichts mehr, kannst nur noch F5 drücken. Ist komplett tot. Ist schon Sieht das geil, so aus, als ne? würde es Microsoft gerade auch passieren. Auf einer Das wäre Keynote, sehr ihr müsst schade. euch das mal überlegen. Auf einer verkackten Keynote geht nichts. Ey, ist das ein Witz, ey. Auf einer verkackten Keynote geht gar nichts mehr. Ey, das ist unglaublich. Ach, guck mal, jetzt geht's wieder Still, weiter. to this day, the minute I step inside, it feels right. It feels familiar. You know, it feels like home. Ja. Und da hängt er wieder. Also wieder an derselben Stelle. Also Microsoft hat da gerade, glaube ich mal, was ordentlich verkackt. Ich kann mal gucken, ob ich das mal eine Sekunde puffern lasse, aber... Ach ja, also bei mir läuft es perfekt. Mach vielleicht Vollbild aus. Oh, mal gucken, vielleicht. Okay, bei euch geht's überall ohne Probleme. Das freut mich ja. More than we ever have before, but it also must be personal, more personal. And maybe most importantly, it must feel emotional. Okay, also es soll persönlicher This is what werden. inspired us to build the windows of tomorrow. To build you a place, a space that feels familiar, where you can create, learn, play, produce, and maybe most importantly, connect in all new ways. Right now, I'm so pumped in representing the team and introducing you to Er will uns Windows das 11. Team präsentieren und irgendwie The soll Windows Windows irgendwie viel that brings you persönlicher closer und to the menschlicher things you werden. Mhm. Super Stream. Love. Oh! Geil. Der Stream ist super von denen. Der streamt bestimmt mit Windows 11. Ist eine Relax-Meditationsshow. Ah ja. Ja, ich kriege hier keine Relax-Meditationsshow, weil bei mir ist die Scheiße hier nur am Puffern. Ist das ein Witz? Ah, meine Fresse, ey. Wir leben wieder, ist wieder mein Satz, den ich gerne immer wieder bringe. Wir leben im Jahr 2021. Wir kriegen so eine Scheiße einfach nicht geschissen, ne? Mein Gott, Play. Sowas regt mich auf, ey. Ich raste bei sowas echt aus, ne? Wenn ich sowas mache, dann funktioniert das auch. Hammerhart, ey. Hier geht gar nichts mehr. Steuerung F5. Ach, jetzt läuft wieder irgendwas. Guck mal, jetzt läuft der Stream bei 2 Minuten wieder an. Aber wenigstens besser als gar nichts, ey. Geh auf Twitter von Microsoft, das könnte vielleicht auch sein. Gucken wir mal. Haben wir wahrscheinlich ein Stückchen verpasst, aber egal. Microsoft Store. Designed for any device. Für jedes Device designt. Ja, also für jedes Gerät gemacht. Flight Simulator zocken. Kauft euch kein Flight Simulator. Schlechtestes Tool überhaupt. Bugs ohne Ende, niemals fertig geworden.
Windows 11. Da steht ernsthaft Windows 11. Scheiße. Incredible. We're so excited. The team put so much into this. We can't wait to share it with you. Ja, Microsoft YouTube Windows ist schon viel 11. besser. Wir gucken jetzt auf Twitter. Modern, fresh, clean, beautiful. From the lock screen to Windows Hello, Windows 11 welcomes you. We put Start at the center. It puts you at the center. It's what you need closer to you, simplified. It's cloud-powered to serve you the docs and the apps you need. And the details matter. It is the details that enable you to get to that emotional space and connection with the product. Ich rufe da gleich an. To be able to produce and get the work you need done. The Also es team soll alles ein obsessed bisschen smoother over und every schöner sein. pixel, like the way the light moves across the icons, the transparencies that guide you, the colors, the textures. They Transparenz feel hatten die schon bei Vista real. gehabt, hatten wir auch. The transitions are beautiful, and you can feel their elegance. We redesigned the themes. We looked at light mode, dark mode, tuning the contrast with the materials so the content stands out. You'll notice the rounded corners throughout the entire Die runden product. Ecken habe ich The gesagt. softer visuals, they happen on the apps that you open as well. And when we talk about the God, materials Edge. coming together seamlessly, this is what we mean. Watch as I open what looks like a sheet of glass that slides over the top of the product. It helps you understand at all times where you are. Diese ganzen Apps nutze ich Sometimes eigentlich getting nie. you the Ne? inspiration Das and information that you need when you need it. It's what helps you be nutze productive ich and kaum, create. selten bis gar nicht. All of these details coming together. The transitions, the user interface, how it all flows Der PC together wird's is meant Android to bring Smartphone. you an incredible sense of calm. Now, we talk about Windows 11 being beautiful on the outside, but it's also beautiful on the inside. The product is faster. Waking from sleep is faster. Windows Hello is faster. Browsing on Edge is faster. Browsing on any browser is faster, actually, which is just awesome. Windows updates. Windows Updates. Windows updates are 40% smaller 40% and they're kleinere more Updates. efficient as they happen in the background. The product uses less energy, which gives you more battery life and makes Windows more responsible. Ich soll immer durchsprechen. And maybe ne? most Weniger important, Batterieleistung wird verbraucht. Windows 11 is the most secure Windows yet. Und das sicherste Windows, was All of es this bisher gab. craftsmanship, from the details of design through the performance, they come together to empower you to produce and inspire you to create, to really understand its beauty. You have to see how it feels. Wie die daraus so eine Action For machen, over ne? 1.3 billion people around the world, Windows is what inspires us to imagine, to create, and ultimately, to get things done. With Windows 11, we made it faster and simpler to get started, to get organized, and to Ob die da get wirklich back wohnt in der into what Bude? you Ich were glaube doing. nicht. Ich Also glaube that eher, you can das be ist so your eine most Microsoft productive and creative. Videobude. The new Start menu, with its simple, clean, and beautiful centered layout, is optimized so you can find what you need quickly. Use the search bar to find things anywhere, on your PC, OneDrive, and the web. Use the recommended section to jump right back to editing. Start utilizes the cloud and the power of M365 so you can see your recent files, no matter what platform or device you were viewing them on earlier. In fact, I was looking at this Power and Simplicity document on my phone this Was hat die morning. da für ein Handy? And now, with just one tap, I'm right back into it. We're also making it easier to get started with new multitasking experiences. Windows has Also die always wollen been about alles helping irgendwie you work einfacher und how you schöner want machen. by Also es offering ist the doch irgendwie erstmal flexibility nur ein of using Facelift. multiple windows on your screen. The ability to snap two apps side by side has helped busy Windows Aber users da for gibt es doch years. jetzt schon. My team and I took the challenge to make an even more powerful way to help you create and be productive. Introducing Snap Layouts. Snap New Layouts. on Windows 11. Okay, das ist ja nicht Layouts tailored to the size of your screen. Pick the layout that suits you. And with a couple of clicks, Das ist cool. you're Das ist set neu. up to do Das your ist cool. best Das ist auf work. jeden Fall neu. And Windows is going to remember this. You'll Das ist see what I gerade für mean diese in a großen sec. Monitore gut. Das ist This toll. is complexity made simple, but deceptively simple because nobody else lets you do this with this many windows. With the new Start menu and Snap Layouts, it's effortless to find what you need, to get set up and get started.
Next, I want to show you how Windows helps you get back to where you were. Just when you get all settled in and organized and ready to work, Ja, das stimmt, Alexander. along comes the inevitable interruption, a personal email that I need to reply to right away. Now with Windows 11, when you return to what you were doing after handling the interruption, or even when you return to the PC after being away from it for a while, you don't have to remember where you were Ja, die haben so or eine waste time piepsige, setting kratzige things back Stimme, up. ne? Not anymore. This is Snap Groups, the Snap collections of Groups. apps that I was using, Ah. sitting right here in the taskbar. Windows remembers ist and ja- keeps them for me. I can get to it right from the taskbar, where I'm already going to switch apps. And because they're right on the taskbar, you can now choose to switch between apps or entire projects. This is next level task switching, bringing multiple windows back together. Also du is kannst die something you Fenster can irgendwie only do zusammenfassen on und dann Windows. kannst du die Fensterchen direkt als Snap Sometimes switching aufmachen. Okay. projects or tasks Ist auf jeden means Fall switching locations, like taking a vereinfacht call für den in a Benutzer. quieter space. So if you're not docking yet, and pro tip, you really should be, an extra monitor gives you more screen space to spread out. And you have the convenience of taking your device with you. HP, Laptop, When you do need to move Dell around. Monitor. The windows on your monitor minimize to your laptop, so they don't disturb what you were doing. And now with Windows 11, and this is where the magic really happens, when you reconnect, everything is back where you had it before. No Wenn more you trying to remember reconnected- what you were oh, doing. Also wenn du das no wieder more verbindest mit dem reconfiguring your Laptop, layout. gehen direkt die, It's die just right Fenster back wieder to the so way auf, wie that sie you waren. had Das it. ist cool. So relax and get Cool. right back to doing. With Snap Groups and the new docking and undocking experience, it's easier than ever to get back to being your most productive Ja, and das ist gut. creative. Das ist gut. I also want to show you 2 ways we're making it easier to always know where you are in Windows and in experiences like Microsoft Edge. As we research and Microsoft watch Edge wollen wir videos nicht. and shop in the browser, it's easy to get lost in a bunch of tabs. With one click, you can switch to vertical tabs, which makes it easy to find exactly what you're looking for. The second way Ja, we're ob das making it besser easier ist, to know weiß where ich you nicht. are is with desktops. We designed desktops to help you stay organized and focused. Each desktop can display a different set of apps so that you can make separate rooms for the different parts of your life. With Windows 11, you can now personalize each of your desktops with custom wallpapers so that each desktop can be its own place with its own look and purpose. You can have one for home, Ja, ja. one for school, one for work. Gut, okay, das You ganz can ehrlich, even have one for das können die gaming. Linux-Desktops schon Have seit as many Jahren. as you Ne? need. Also, Desktops are an easy way to help you stay organized and focused. They're different expressions of you designed for the different parts of your life. The team and I are grateful, so grateful, that many of you choose Windows as your place to be creative and to get things done. We took aim at complexity and we brought you simplicity. We cannot wait to see what you do Also, with Windows Es 11. steht auf jeden Fall alles auf That was just Einfachheit awesome. und I'm User so inspired to make Experience. products with Carmen and the team. Snap layouts, docking. I mean, these features, I'm pumped. I can't wait for you to try them. And for me, I have to tell you, they have changed my workflow on a daily basis. And they work incredibly well. Er sagt gerade, der arbeitet But schon it's mit not Windows just 11. about productivity. It's not just about creativity. Beyond those things, there's another critical part of Windows. And we said we want to bring you closer to the things you love. Connecting to people is at the top of that list. Now, during the pandemic, for Bei me, denen ganz oben auf der Liste pretty steht, interesting verbinden time. mit weiteren oder mit I anderen connected Menschen. with my family more face-to-face than I had in quite some time. I mean, think about how many connections we all made. And whether it was on Zoom or Skype or Teams, we've connected with friends and family and loved ones all around the globe through our PCs. Hey, Microsoft on auch Teams, hinter my Zoom, family and I ne? would get together Zoom ist doch regularly. Cisco, oder? And it was pretty inspiring. It really did. You start using it and it changed the way you think about connecting with family. It was almost like, why weren't we doing this before? Blub schreibt gerade, alles, I'm was eine closer neue with my Version family in nicht Cyprus now rechtfertigt. than I ever was. Eigentlich stimme ich dem zu, dass das But don't get me wrong. vage ist. I mean, I want to hug them. I do. I want to be with them. I want to be next to them. But at the same time, I don't want to lose this opportunity to connect with them on the PC, the way we've been connecting and getting closer. It's almost like we found a new tradition, which is why I'm super excited today Heise buffert wieder. to announce to you Ja, Heise, kommt mal alle hier hin zu mir. Teams, integration,
directly into Windows. WebEx war Cisco, stimmt. Now, Zoom war was anderes. You Oh, can was kommt connect jetzt? with one touch, the icon, front and center, on the taskbar. Das Teams. It's just fast and you're in. You can chat, call, video call with anyone, anywhere in the world. And no jetzt matter machen sie what Teams-Werbung. platform you're using, it doesn't matter. Ja, Teams Any funktioniert device you're gut, using, keine Frage, es funktioniert it echt doesn't gut, matter. aber That's so ist jetzt important to kein understand. Key-Feature von, Whether you're von on Windows or iOS or Android, it doesn't matter. What's amazing is that with one touch around the world, you connect with the people you love. Mario Solomon. Chatten. Ah ja, ich muss ans Telefon gehen. Der ruft mich einer an. Hallo? Hallo? Ja, okay, die integrieren jetzt also, Teams jetzt rein. Ja, das ist die Frage, das verstehe ich jetzt nicht ganz, ob die jetzt Teams irgendwie noch hardcore integrieren oder ob die jetzt gerade einfach nur für Teams Werbung machen. You look great. I can't wait to see you in person. Oh, me too. I miss you, honey. Ja, recht hätte ich immer noch nicht kein neues Windows, aber ist jetzt, ob sie das noch aufklären, bin ich mal gespannt. Oh, just a quick hello. Hallo. Everything okay? Yeah, I just felt like saying hi. Okay, jetzt machen sie gerade einfach Hardcore-Werbung für Teams, also, ey. Ah, da ist Linux Jahrzehnte voraus. Ich glaube, die bei Microsoft leiden am Schlafsyndrom in Sachen Entwicklung. Der Weg zum Windows 11 Bezahlmodell für das OS, ja, das, wenn das kommen wird, dann hau mir aber einen in den Sack. Teams is near and dear to my heart, no doubt. And just like Windows brings you closer to the people you love, it also will bring you closer to the information you both want and need. I want to introduce you to a new feature, Windows Widgets. You saw this Windows earlier. Widgets. It's this beautiful sheet of glass. Das braucht Windows keine Widgets Sau, is diese a new, Widgets. Das braucht personalized keine feed Sau. powered by AI, serving you curated content so you can take a break at any time or just get some inspiration without ever losing your place. These and other innovations in touch, pen, voice, mouse, keyboard, they all come to life. Ja, der Alexander To help schreibt, Windows gab schon in Vista, da adapt war das to you. damals schon scheiße. Adaptability, flexibility, and versatility are key to creating even more personal computing. So to make Windows 11 something beautiful that works better with you and for you, we've redesigned the experience of Windows without a keyboard, so it adapts to you instead of the other way around. We've refined the ways you interact with your PC to give you the flexibility to work how you want. And we've created new experiences to make Windows your go-to, not just for productivity, but also content and entertainment. So first, adaptability. I have a 2-in-1 because I didn't want to also buy a tablet. But to be honest, I never use it without the keyboard because it feels too different. Windows Wollen die 11 jetzt immer mehr auf always Touch feels schauen, like aber das Windows. nutzt doch auch And you'll see keine what I'm Sau, talking about dieses as soon as you detach your Rumgeschiere keyboard. auf den, oh. It's the same beautiful centered taskbar, just with a touch more space between the icons. We've ein added bisschen bigger mehr touch targets Platz and zu- subtle ein visual bisschen mehr cues Platz to zwischen make den Icons. resizing and moving Windows easier. Okay, das ist vielleicht You ganz, still have ganz Snap gar nicht so to make schlecht, the most of aber your screen. And when you rotate, not only is it smooth, but we've stacked them on top of each other because it just makes sense. ist das jetzt eigentlich ein We've Surface, also was die added da gestures nutzen? Ja, ne? because we know Ja, how ist ein important they Surface. are, especially when you don't have a keyboard. And they're the same ones you use on the trackpad today. So you don't have to relearn how to use your device. Okay, jetzt It's a erfinden sie sich consistent experience gerade neu wie with Apple mit subtle 3 Finger, differences 2 Finger, to make hoch, Windows runter und adapt drüber to und was you. nicht alles. Next, we've refined the different ways that you can interact with your PC, so you can use it however you want to.
Many of you like to use a pen because it's a great way to sketch out ideas or highlight and take notes. With Windows 11, we're enabling haptics to make using your pen even more engaging and immersive. I cannot wait for you to get your hands on one of these because it's amazing to feel and hear the vibrations as you click and edit and write and sketch. Or you can use the new touch keyboard, which is amazing. Feedback kriegen, wenn du irgendwas markierst oder sonst was. Das gibt es doch mittlerweile in Handys und sonst wo oder in PlayStation 5 Game You Controller can swipe auch. with your thumb, use the spacebar as a cursor, Okay. and it wouldn't be complete without emojis. Die and haben GIFs. jetzt das gefunden, was die And Handys last but schon certainly lange not können. least, Okay. voice typing. Arguably the fastest way to get your ideas down on paper. Windows 11 is so good at recognizing what you say. And it can automatically punctuate for you. Ja, das hätte ich Cool, auch right? so irgendwie vorausgesetzt. Wo sind denn jetzt die And there Kernfeatures, are Freunde? voice commands. Delete that. And finally, we've created new experiences to make Windows more Ja, und versatile. Surface könnte jetzt in Not dem just a place for Fall gar productivity, nicht so schlecht sein, but also your ne? Weil es go-to dann for doch sehr auf content and User entertainment. Experience gebastelt ist. Anytime I'm on my PC, I could check stuff like my calendar, the weather, and the news. Instead, I normally pick up my phone because it feels quicker and doesn't mess with what I have on my desktop. This great new feature called Widgets keeps you up to date Die with erzählen stuff schon that wieder matters to you, Widgets. Wie without you keiner having will to diese lose your fucking place. Widgets haben. Verpiss doch mit Slides den over your Widgets. desktop, Was soll ich and mit you der can use it like Scheiße? this, Oh. or you can make it full screen to see everything at once. You can Ich rearrange, weiß nicht, ich kenne keinen, der bei Windows resize 10 your hier widgets Widgets nutzt to und so was quickly alles. check Oder bei everything Windows, wer war from das? Windows Vista, calendar to Windows 8, traffic keine to the Sau. latest in esports. But my favorite part is the newsfeed. And I think you're gonna love it too, because it adapts to you and what's important to you and delivers stories that might interest you. Geil, ICQ von Whether 2003 that's lässt grüßen. international politics, tech, or the local news to help you stay close to your community, which means a lot to me, personally. And not only can I stay up to date, I can even support local content creators and authors by giving them a tip. Naja, in The Windows last way 10 I want gibt's to show auch so you eine how we're Art making Windows Widgets, 11 ne? So ist das great for nicht. entertainment is in the Microsoft Store. We've redesigned the Entertainment tab to bring you top movies and TV shows from across streaming services. For the all in Cross-Streaming one place. Services, okay. Then you can either cuddle up in bed or Wenn das project auch to your direkt TV with funktioniert, dass wireless ich connection. direkt von Netflix streamen kann, was ich irgendwie nicht glaube. Windows 11 makes the PC even more personal by adapting to you, empowering you to work and create however you like, and by giving you the best of productivity and entertainment all in one place. So as you move through your day, Windows 11 moves with you. All right, that was amazing stuff. I want to take just Okay, also alles, was a few der more erzählt seconds hat, talking war einfach about alles sehr the feed darauf bedacht, and the das auf dem Windows Surface platform. schöner And just zu machen, thinking about smoother it. zu machen. Think about the size and Cosmetic. scale of the Windows platform and the opportunity to open up to local content You can creators give a tip to Microsoft. and global brands alike. This is inspiring to me. It's good for both creators, it's good for consumers, and we're Amazing. just at the beginning of opening up new real estate within Windows. All right, now let's switch gears for just a second. I want to talk to you about something awesome. Gaming. Gaming. If you're a gamer, Windows 11, it was made for you. Aha. And the best person to tell you about it is my good friend and colleague, Sarah Bond. Thanks, Panos. I'm Jetzt bin ich thrilled to gespannt. be here today to share the latest gaming innovations in Warum ist Windows die 11. Vice-Präsident von Xbox? Gaming has always been fundamental to what Windows is all about. We build Windows to be a magical place where everyone can play, connect, and create. The Windows legacy is one of innovation through collaboration, breaking down barriers, crossing divides, and bringing all creators and players together in a limitless world. Our commitment to boundless creator and player experiences is Die wollen einfach die fundamental to Spieler what we miteinander mehr do. verbinden. And for me, this commitment is personal because Windows is where I learned to play. My first memory of playing a game is with my dad when I was 7 years old, playing King's Quest II on his IBM PC. Toll, sie hat mit ihrem I Vater remember the Computerspiele joy of gespielt. navigating the 8-bit character of King Graham through the 2D world of Daventry. And I chuckle now when I realize that my dad was just
getting me to practice reading when he Jetzt gleich kommt wieder insisted that I Teamswerbung read the dialogue wahrscheinlich, ja. out loud. Now, when I play games with my daughter, it always transports me back to that time. It feels like home. Today, Bill Gates schaut den hundreds of Stream und millions fragt sich, of ob wir ihn people verarschen around the wollen. globe game on Windows. And the next generation can connect with their loved ones through play, just like I do. And while the 8-bit world I explored with my dad Ey, die felt erzählt uns gerade gar huge nichts, to das my ist nur bla bla. 7-year-old eyes, the universes we all get to explore now are truly vast, Man sieht genau, dass die beautiful, auch nicht in die Kamera and guckt oder sowas, sondern die guckt neben der Kamera vorbei. With superior graphics, amazing speed, and an incredible selection of games, Windows 11 delivers the best PC gaming experiences yet. Ja, warum? And that is why I am delighted to share what Windows 11 means for the future of gaming. First, superior graphics. Games can look better than ever on Windows 11 thanks to Auto HDR, which leider die automatically psychopathische updates your Büroklammer game's zurück. lighting and color to high dynamic range. We introduced this tech in our Xbox consoles and got an incredible response from creators and players. It's just awesome to bring this to Windows 11. The results can be dramatic. Just check out this side-by-side comparison of Skyrim from our own Bethesda Game Studios. On the left, you can see the game running in SDR, and on the right in Auto HDR. The colors and lighting are much more vibrant and lifelike with HDR, elevating the visual fidelity. Werbung für Xbox The Game Pass, bin difference gespannt. is stunning. Over 1,000 games, including Age of Empires Definitive Edition, Rocket ist League, sogar 3 FPS DayZ, draus. and even Doom 64 will be automatically enhanced on Windows 11 devices that support HDR. And all of this with no effort required from the player or the developer. It just works. Oh. Next, amazing speed. With top-performing PCs running Windows 11, new games can load faster than ever thanks to a breakthrough technology called Direct Storage, which we first Direct pioneered Storage in the API. Xbox Series X and S. With Direct Storage, games can quickly load assets to the graphics card without bogging down the CPU. This means you get to experience incredibly detailed game worlds rendered at lightning speeds without long load times. Okay. Direct Storage optimized Windows 11 PCs are configured with the hardware and drivers needed to enable this amazing experience. Okay, also die But verbinden you die all CPU know, mit Storage irgendwie even the direkt. best graphics and ohne speed dass are Windows immer nothing dazwischen ballern without muss. play. Which brings me to the final and most important thing of all, games. That's why we created Xbox Game Pass, built right Xbox into Game Pass, Windows da ist 11 es. through the Xbox app. Game Pass is a membership built to bring the power of games to everyone. For a low monthly price, you have full access to a library of hundreds of games. The Game Pass library is incredible. Ist It includes incredible, der PC Game games Pass. from both Was Xbox kostet denn der Game scheiß Game Studios Pass? and Bethesda the day they launch, 15 Euro, 20 all of Euro? EA Play, and a great selection of third-party titles from developers big and small, with more entering every single month. And with Xbox Cloud Gaming integrated, we've made it possible to play the highest fidelity games on all PCs. Nein, du kannst nicht alles auf allen PCs because of our spielen. commitment to player-first innovations like cross-play and cross-save, you can play these games seamlessly across devices with a global community of millions of players. Game Pass Ja, wir reden is jetzt gerade simply einfach the nur von best der way to discover and play Xbox-Umgebung da. your next favorite game. And for those favorites you want to keep, you can also buy them straight from the Da stand Xbox gerade app beim with just the Flugsimulator click of a button. installed, da wieder. Whatever you're in the mood for. Whether it's an action game like Halo, a grand strategy game like Crusader Kings 3, or an indie legend like Undertale, we've got you covered. Ach, naja, ich weiß nicht. And because Windows has the sind jetzt aber mit diesem broadest Direct hardware Storage support in the zu world, wenig eingegangen. you can connect millions of gaming peripherals and accessories so you can game the way you want. Everything from Bluetooth controllers, mechanical keyboards, the Xbox Adaptive Controller, and surround sound headsets, to flight sticks, driving wheels, and external GPUs. External From the GPUs. team that has always been committed to unleashing
creativity, connection, and play, we bring you the best Windows ever for gaming. Superior graphics, amazing speed, and incredible games. Welcome to Windows 11. Die zeigen auch ja nur die Highlight-PCs, ne? Naja, das war jetzt kein großer Hit. Thank you, Sarah. That was amazing. Gaming is awesome. We've seen a lot today. We've gone through productivity, creativity, versatility, and gaming. But when you think about it, it's always about apps. And Windows has always been about apps. This is why we've rebuilt the Microsoft Store from the ground up. And we built it for speed. And it is beautiful. Oh, that's cool. I love seeing Disney Plus in the store. The store is so simple to use. Search is incredible. And it's still the safest and most secure way for you to get your apps on Windows. And we're making sure every app you need is there to create, learn, do, and play the way you want to. Now, for the developers out there, let me talk to you. First, you're our heroes. What you do, what you build, I mean, I gotta tell you, it inspires us. But we also want you to be able to bring any technology, the technology that you love, to the store. Whether you've already built it or you're building it now, and it's a PWA or a Win32 app or a UWP, we just want to make it easier for you to bring it to the store. That's our goal. We also want to help you build your business. And whether you use the commerce engine that we help you with, and you want industry-leading rev share from that, or bring your own commerce engine. And if you do bring your own commerce engine, you keep 100% of your revenue. We keep 0. A great example of where all this store technology comes together is with Adobe, who are just doing amazing work, bringing the Creative Cloud and Document Cloud directly to the Microsoft Store. Through their subscription services across a suite of app technology from UWP to PWA and Win32. We are really excited to expand this partnership with Adobe and to see what developers around the world will create in the Microsoft Store. Because what you do inspires us, and we want to help. Ab wann Windows 11 zum Now, Download to learn more bereitsteht, about it, we have a komm in meinen session for Discord-Server. developers Im later Hauptkanal today, steht and ein we are Link zum excited to take a deeper Runterladen. dive. Download-Link auf dem Please join us. Discord-Server. Okay, before we move on from the store, just one more small surprise. Android apps coming to Windows. Android apps coming to Windows. They can be integrated into Start. They'll be integrated in your taskbar. You can window the way Carmen showed you earlier with these apps. And for me, like one of my favorite apps is TikTok, it's true. And they're discoverable through the Microsoft Store using the Amazon App Store. It's really cool. And we use Intel Bridge technology to bring it to life so it's just seamless and smooth. And these integrated apps, I mean, it's just, what it does Also es soll alles is it irgendwie brings you appfreundlicher werden. Kann es sein, dass die wieder Microsoft-Handys bringen wollen oder so? editing apps all the way through to the most casual apps you can think of when you lean back on the couch, the way Philip had showed you, to just let Windows adapt to what you do. We love this. We love that the Microsoft Store continues to be more open, inviting our developers in, inviting more apps into the store, inviting you as our customers to use any app that you love. Now, we're also excited that our hardware partners are ready. Unsere Hardware-Partners Now, are ready. we know how important the intersection of hardware and software is on these products. And that always starts with the silicon. And our partners from Intel, AMD, and Qualcomm have been designing with us since day one to bring these products to life for you. Focusing on battery life, performance, touch, pen, all these innovations and the subtleties in between that you need to bring these products to life are all being designed. As a matter of fact, what Intel's doing right now with their 11th gen processor is just awesome. Funktioniert einfach weiterhin auf With allen hundreds of Geräten. designs coming this holiday, we're super excited. We also have the largest hardware ecosystem on the planet. Between Dell, Ich glaube, Linux HP, unterstützt Lenovo, genauso viel. Samsung, and of course Minimum. Surface from day one have Ich been würde sagen, designing Linux products macht with mehr. Windows 11
to bring Oder that Free elegance BSD. to the forefront, to help us build technology for you that will disappear so you can do your War mal Head of best Hardware, okay. work. What's incredible about this open hardware ecosystem is it brings you choice, where you can pick the product that you love most. Das Speicherding von Windows, Windows 11 ist 11. Antwort auf M1 von Apple. Go naja. out today and get your Windows 11 ready PC. We hope you loved what you saw today. Oh, wir sind fertig. And I know it was a lot, there's no doubt. And over the last year, the team and I, this incredible team that brings all this passion to this product, have realized Windows, it's more than just an operating system. It's fabric Ja. woven in our lives. Es war viel heiße Luft, in our aber ich fasse work. gleich mal zusammen, ne? It's how we connect with people. It's how we learn. It's how we work. It's how we play. Ein bisschen haben And sie ja through all recht. this time, it has stayed familiar. And yet, it has continued to evolve with us. It feels Okay. a lot like home. War das jetzt? Thanks again for joining us today. It is my great pleasure to introduce you to my friend, Satya. Wer? Sachi? Thank you so much, Panos. Alter. I'm really excited Chief to be here Executive Officer, with you okay. all. Today marks a major milestone in the history of Windows. It's the beginning of a new generation. I'm excited by what we have shown you today and how we are reimagining everything, from the operating system itself to the browser to the store and the feed. And I want to reflect briefly on how we got Löschst here. du auch dein Browser-History? Throughout its history, Windows has been a democratizing force for the world. Windows has created entirely new categories for both consumers and businesses. It's led to many of the world's most successful software categories, from communications and productivity to design and business applications, each of which has created their own ecosystems. The web itself was born and grew up on Windows. It's driven silicon da ist der innovation, CEO von device Microsoft, ja, nee, innovation. keine It's Ahnung. enabled so many Kenn ich people, nicht. including hobbyists, students, developers, and entrepreneurs, to all dream big, turn their ideas der into CEO ist, muss reality, er kein Hemd mehr and tragen? monetize their Ah. creations. Strange. Windows has always stood for sovereignty for creators and Bill Gates agency 2. for consumers. With Windows, you can consume apps and build apps. You can play games and design games. You can buy a PC and build a PC. You can join your community and create your community. You can buy from a business and start your own business. Ich kann mein Business With Windows starten. 11, we have a renewed sense of Windows' role in the world. As I look ahead, I see three clear opportunities. Steve Jobs im Pulli Windows geklaut. recognizes that there is no personal computing without personal agency. Personal computing requires choice, and we need to nurture and grow our own agency over computing itself. We want to remove the barriers that too often exist today and provide real choice and connection. We need to be empowered to choose the applications we run, the content we consume, the people we connect to, and even how we allocate our own attention. Operating systems and devices should mold to our needs, not the other way around. That's why we are making it easier for you to connect with the people you want, the content you Ja, want, das the apps you Startmenü kann man want, wieder across linksbündig all machen. devices you want. Second, Windows is the stage for the world's creation. As a creator, every time you pick up a Windows device, it becomes a stage for your inspiration. Windows ist auch nur so gut, weil es kaum big and create Alternativen gibt. something Linux ist für profound mich keine and Alternative lasting. und Mac ist für mich auch keine Creation is Alternative. going through a Ihr sea seid change as the balance between sehr consumption and zentralisiert. creation changes. With this new generation of Windows, we are unleashing the innovation and ingenuity inherent in each of us. We want to foster these virtuous loops between content, consumption, and commerce, driven by communities for everyone. These cycles should flow Ja. freely, giving people erzählt frictionless einfach nichts. Das access ist to aber das apps, Typische, das ist eine files, Keynote. Ne? games, Du bist movies, zugequatscht shows, mit Müll. content, Das ist völlig and normal. communities that matter to them.
We want to empower you to produce and inspire you to create. It's why we're introducing a complete new user experience in helping you be more productive. And finally, seit Windows Jahren isn't Manjaro. just an Passt für operating mich. system. Ja. It's a platform for platform creators. It allows for the broadest of design spaces, enabling people to build their own businesses and communities. Today, the world needs a more open platform, one that allows apps to become platforms in their own right. Windows is a platform where things that are bigger than Windows can be born, like the web. That's our aspiration with Windows 11, to be the platform for the next web, the next transformational software category, Ihr habt the nichts next anderes gemacht als personalized ein content Facelift und ein paar business. Verbesserungen. A platform can only serve society if its rules allow for this foundational innovation in category creation. It's why we're introducing new store commerce models and policies and creating new opportunities for local publishers and supporting even more apps with Android apps on Windows. Okay. This is the first version of a new era of Windows. Das ist die erste. We're building for the next decade and beyond. And when I reflect Jetzt ist on er those chapters to come, auf irgendwelchen Bergen. I'm reminded of an analogy from a 19th century philosopher who compared creators to objects in our solar system. He wrote about meteors that flash but fade Ich habe mir nur away, ein Windows 10 Update planets vorgestellt. that Ja. burn longer Das war but whose früher mal ein energy is Service Pack. confined to their own orbit, and compared them to stars that are constant and light the path of their own. That's our ambition with Windows, to help other stars and entire constellations to be born and thrive. I'm incredibly proud of what Windows has achieved and how it has fostered lasting opportunity for others. And I look forward to seeing what you achieve with Windows 11 and how it'll unlock enduring opportunity for people in the world. Thank you all very, very much. Peace, Bruder. Ich würde sagen, das war's. Nett. Nett. Ja, mal gucken, ob kommt dann irgendwas. Ne, da kommt, denke ich mal, nichts mehr. Ja, also, was heißt das jetzt für uns? Oh. The show will begin in. Up next, what's next for Windows? Commercial Briefing, okay. Ja, das brauchen wir eigentlich dann, glaube ich, dann nicht mehr, ne? Naja, keine Ahnung. Oh, jetzt hört er direkt auf, okay. Gucken wir nochmal auf der Microsoft-Seite. Ja. Ah ja. Ja, was soll ich sagen? Ich kann ja mal zusammenfassen. Erstmal nochmal an alle, die jetzt gerade da sind, die neu sind. Drückt auf den Abonnieren-Button hier unten. Danke! Ja, also viel. Ich muss mal wieder leiser machen, sonst hört ihr mich so schlecht wahrscheinlich. Viel Facelift. Viel Facelift. Ganz ehrlich, ich setze meine persönliche Meinung, ne? Viel Facelift, was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Ich habe ja selber schon in meinem Video, wo ich die Windows 11 mir angeguckt hatte, gesagt, es sieht alles ein bisschen hübscher aus. Es ist alles ein bisschen smoother geworden, was ich persönlich gut fand. Windows 10 ist jetzt nicht schlecht, um Gottes Willen, aber die ganzen Symboliken ist alles ein bisschen smoother geworden, ist angenehmer geworden, so wie die das jetzt auch gesagt haben. Ist einfach angenehmer. Und ja, optisch vielleicht ein bisschen ansprechender. Andersrum gesehen, die wollen natürlich viel mehr jetzt auf diese Losgelöstheit. Das heißt, du hast ein Surface in der Hand. Das könnte also ganz gut sein. Mit einem Surface jetzt um die Ecke zu kommen mit Windows 11 könnte, glaube ich, ganz gut funktionieren, wenn man denn wirklich viel am System arbeitet. Dieses ganze Widget-Zeug, was sie da 6-mal gesagt haben, das kann nix, das ist totaler Blödsinn. Also habe ich nie genutzt, habe ich zumindest nie genutzt. Ja, was war denn noch? Auf jeden Fall eins kam sehr, sehr Positives. Das war das Thema mit dem, wie heißt das, wo die gesagt haben, 40% safe. Aha. Jetzt beenden sie das Ganze hier wieder, das sind ja Fische. Dazu sagen 40% Ersparnis, das war was Interessantes, sind sie aber nicht drauf eingegangen. Ne? Okay, jetzt ist der Stream hier wirklich durch und hier kommt gar nichts mehr, ist auch okay. Ja, hier ist tot.
Na gut, macht ja nichts. Ja, und dann sind sie auf jeden Fall auf dieses Saving eingegangen, sind aber eben auch eingegangen auf das ganze Thema, ja, wie heißt das? Hier Gaming nochmal, dass sich da dieses Direct Attach, da muss man einfach mal lesen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was die da bringen. Ich guck mal, ob der Stream nochmal weiterläuft hier oder nicht. Was war denn noch? Was war denn noch? Klingt wie etwas, was nicht existieren sollte, ja. Aber was interessant ist, die haben einfach auch keinen anderen Namen gesagt, ne? Also es war Windows 11 und Windows 11 war der Name. Ja, Updates werden kleiner, genau, da hat er geschrieben, Updates werden kleiner. Ist was gut ist, was ja regelmäßig kommt, sind ja zumindest die Windows Defender Updates, also alles gut. Warum Dennis? Warum nur? Warum Simon? Warum Simon? Ja, ganz ehrlich, ist okay, aber dafür eine ganz neue Version bringen, boah, da hätten sie lieber irgendwie so ein Windows 10.1 oder sowas draus machen können, meines Erachtens nach. Aber ich denke mal, marketingtechnisch hätte man das garantiert, oder ist das da garantiert besser, das Windows 11 zu nennen. Man kann es wieder besser vermarkten, je nachdem, was für ein Modell dabei rauskommt. Also am Stream geht hier nichts mehr, ne? Kommt hier wenigstens wieder ein bisschen Ton raus? Nee. Nee, da ist vorbei, der Stream ist immer noch tot. Ja, marketingtechnisch ist natürlich Windows 11 besser, ne, als irgendwie so ein Windows 10.1 oder sowas, aber naja, was soll ich sagen? Haben sie halt eben so entschieden, ist gut. Ist halt eben viel Facelift. Vielleicht erfahren wir im Nachgang jetzt ja noch ein paar weitere technische Sachen. Wie lade ich es runter? Immer noch, wer die Windows 11 ISO haben will, auf meinem Discord-Server joinen und da ist dann im Channel allgemein der Download-Link. Genau, wie sie jetzt alle kommen wegen dem ISO. Ja, auf meinem Discord-Server ist der Windows 11 ISO Download-Link, da könnt ihr euch das runterladen. Genau. Ja, aber ich glaube ganz ehrlich, mehr gibt es da nicht zu sagen. Ich will das auch gar nicht jetzt irgendwie künstlich in die Länge ziehen und weiter drüber quatschen, wäre alles irgendwie Blödsinn. Da kommt jetzt auch nichts mehr. Mehr wird auch nicht kommen. Vielleicht announcen sie irgendwelche Release-Notes jetzt in den nächsten Tagen. Dann kann man da vielleicht, oder vielleicht kommt das auch jetzt gleich noch irgendwo. Was ich zwar nicht glaube, weil das wird mit Sicherheit erst nach den Commercial Notes kommen. Da gucke ich zumindest nachher noch rein. Das machen wir natürlich nicht hier im Livestream. Das ist wieder, ja, nicht für die breite Masse gemacht, das Ganze. Ja, werden wir sehen. Vielleicht kriegen wir noch aus den Keynotes die Keynotes rausgezogen. Vielleicht. Ja, ich überlege, was die großen Neuerungen von Windows 7 zu Windows 8 bzw. 8.1 war. Fällt mir auch nur ein Facelift ein. Ja. Würde es der originale Windows 11 in deiner Discord? Ja, immer noch. Windows 11 ist auf dem Discord. Immer noch. Kann sein, dass der Download mittlerweile ein bisschen langsam ist, weil meine PF-Sense ist, glaube ich, gerade heftig am Pusten. Ich kann sie euch mal zeigen hier, wie sie ein bisschen am Pusten ist. Diagnose, Performance. Ich warte mal, wo haben wir das denn? Performance Interfaces. Da gab es doch mal so ein Dashboard hier. Halt, Packet Capture. Ist das System Activity? Ne. State Summary, wo ist denn der Scheiß? Status? Monitoring, hier. Oder? Nee. Da, Traffic Graph, da haben wir es. Warninterface. Oh, da geht ein bisschen was drüber, würde ich sagen. 200, 250, läuft. Ja, also ganz ehrlich, so wie sie es dann announced haben, ist dann das hier mit Sicherheit auch mit einer der Final Versions. Das heißt also, wir erwarten da jetzt erstmal nicht viel von denen. Die haben keinen Zeitrahmen. Also, ich weiß nicht, habt ihr einen Zeitrahmen gehört? Ich hab keinen Zeitrahmen gehört. Kam was von Windows über ARM und Proc? Nein, da kam gar nichts. Hau nicht immer so auf dein Bein, das arme Mikro. Warum denn? Nein. Keynotes aus den Keynotes. Wie bekommst du auch nichts noch weniger rausgezogen? Geiles Knast-Shirt. Worauf ihr alles achtet? Keine Ahnung. Hier gibt's nichts zu sehen. Hier gibt's nichts zu sehen. Ach ja. Ja. Was soll ich euch sagen? So viel war es dann jetzt doch nicht. Es war dann doch mehr irgendwie wie so ein Facelift, ne? So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier Feierabend nochmal. Ich fasse nochmal zusammen. Ihr drückt jetzt alle nochmal auf den Daumen hoch hier unter dem Livestream. Daumen hoch. Ihr drückt nochmal auf den Abonnieren-Button und wir können uns ja, wer Bock hat, jetzt noch ein paar Minuten auf dem Discord-Server unterhalten. Jetzt einfach gleich hier in dem Quatschen-Channel. Nein, der ist schon im dummen Gelaber. Ist schon einiges los. Da können wir uns jetzt ja noch mal ein bisschen drüber unterhalten, was da los ist.
Genau. Und ansonsten, normalerweise für die, die mich nicht kennen, eigentlich ist dienstags immer Livestream, nächste Woche leider mal nicht, sondern da ist auch Livestream, aber ich bin nicht da, sondern live aus dem Urlaub. Mal gucken, was wir da so machen. Ich habe mir zumindest mal meine Gedanken gemacht. Genau, ansonsten Videos gucken, Kanal liken, abonnieren, weitersagen und sonst was. Ja, das war der Livestream. Haut rein, macht's gut.